Heute geht es um Formen im Deutschen. Beginnen wir mit dem Strich. Das hier ist ein Strich. Ich kann auch ein Strichmännchen malen. In Österreich sagt man auch, das ist ein Strichmanderl. Das ist eine regionale Ausdrucksweise. Wir machen jetzt verschiedene 2D-Formen und wir beginnen mit dem Viereck. Das Viereck heißt so, weil es 4 Ecken hat. Und ein Quadrat hat 4 gleich lange Seiten. Hier siehst du, dass die Seiten gleich lang sind. Kante können wir auch dazu sagen. Das hier ist eine Kante, wie zum Beispiel bei einem Tisch die Tischkante. Das ist der Rand von dem Tisch. Auf die gleiche Weise haben wir ein Dreieck. Das heißt, du kannst einfach die Zahl plus Eck sagen. Ein Fünfeck, ein Sechseck, ein Siebeneck, ein Achteck und so weiter. Es gibt auch diese Fremdwörter, die du sagen kannst, aber auf Deutsch gibt es, wie gesagt, einfach nur die Zahl plus Eck. Wenn ich ein Wort habe und wenn ich das markieren möchte, zum Beispiel in einem Text, dann sage ich unterstreiche das Wort oder ich kreise es ein Wort einkreisen. Eine andere Version, einringeln, denn der Kreis und der Ring sind 2 sehr ähnliche Formen. Und damit kommen wir zur nächsten Form, dem Kreis. Er hat einen Mittelpunkt und einen Durchmesser. Der Durchmesser ist alles zusammen von hier bis hier und der Radius beginnt beim Mittelpunkt. Von hier bis hier. Ein anderes Wort, das wichtig ist der Umfang. Wenn etwas Rundes von vorne bis hinten gezählt wird, die Länge ist dann der Umfang. Das nächste Wort ist der Winkel. Ich kann verschiedene Winkel haben. Das hier nennt man spitzer Winkel, weil er weniger als 90 Grad hat. Wenn der Winkel genau 90 Grad hat, das sollen jetzt 90 Grad sein, okay, dann sagt man dazu rechter Winkel. Und deshalb kannst du auch zu dieser Form Rechteck sagen, weil der Winkel oder die Ecken hier immer 90 Grad haben. Wenn der Winkel mehr als 90 Grad hat, dann sagen wir dazu stumpfer Winkel. Denn es gibt die Adjektive spitz, etwas ist spitz und etwas ist stumpf. Ein Beispiel mit der Schere. Diese Schere kann sehr spitz sein oder auch die Klinge kann sehr spitz sein. Und wenn sie nicht spitz ist, dann ist sie stumpf und man kann nicht gut damit schneiden. Und wenn wir eine Grafik zeichnen, mit einer X- und Y-Achse, das ist die X-Achse auf Deutsch und das ist die Y-Achse, hier haben wir noch 2 Pfeile, dann können wir jetzt sagen, hier ist eine Kurve. Das hier nennt man auf Deutsch Kurve. Diese Kurve steigt und diese Kurve sinkt oder fällt. Jetzt habe ich diesen Punkt, wo sich die Kurven treffen, dann kann ich sagen, die Kurven einmal treffen sich oder die Kurven kreuzen sich. Und so kommen wir zum nächsten Schlüsselwort. Das Kreuz. Ich kann bei einem Formular etwas ankreuzen. Ich kreuze das Geschlecht an, ich kreuze eine andere Stelle auf dem Formular an, eine Option ankreuzen. In Österreich und in Deutschland ist es normalerweise so, dass wenn wir etwas auswählen, immer nur etwas ankreuzen und nicht das hier machen. Nein, sondern alles, was wir wählen möchten, machen wir
mit diesem Symbol. Und wenn wir zum Beispiel bei einer politischen Wahl einen Stimmzettel haben, dann kreuzen wir auch die Partei an. Wir machen ein Kreuz. Die nächste Form ist der Stern. Ich kann einen Stern mit verschiedenen Spitzen malen. Hier hat dieser Stern 5 Spitzen. Ein anderes Wort dafür ist auch der Zacken. Also alles, was irgendwie spitz ist, zum Beispiel auch bei einer Gabel, wenn wir etwas essen, dann kann man dazu nicht nur Spitze sagen, sondern wenn das diese Form ist, ist es auch der Zacken oder sogar der Zinken. Wir haben einige Wörter dafür. Das Adjektiv ist gezackt oder zackig. Eine Gabel ist gezackt. Und jetzt können wir vergleichen. Das hier ist rund und das hier ist eckig. Es gibt auch einen sehr lustigen Spruch. Etwas ist die Quadratur des Kreises. Die Quadratur, diese Form, des Kreises. Wenn wir diesen Spruch sagen, dann möchten wir ausdrücken, dass etwas widersprüchlich ist. Etwas ist paradox oder unmöglich. Das ist die Quadratur des Kreises. Das ist unmöglich. Wenn etwas rund ist, aber kein Kreis, sondern so eine Form hat, dann sagen wir oval dazu. Beispielsweise ist ein Ei oval. Und jetzt kommen wir zu den 3D-Formen. Wir hatten vorher das Viereck und eigentlich beginnen wir hier mit dem Quadrat. Wir sagen, das sind 4 gleich lange Kanten, okay? Dann machen wir jetzt eine 3D-Form draus, ungefähr so. Und jetzt sagen wir auf Deutsch Würfel dazu. Das ist ein Würfel, okay? Weil die Seiten gleich lang sind. Wenn die Seiten nicht gleich lang sind, von einem Viereck, dann sagen wir nicht Würfel dazu, sondern Quader. Das ist ein Quader. Wenn wir einen Kreis zu einer 3D-Form machen, natürlich ist es nicht sehr hübsch, ich kann nicht so gut zeichnen, dann ist das eine Kugel, zum Beispiel eine Billardkugel. Als 3D-Form ist das eine Pyramide. Du denkst vielleicht auch an die Pyramiden in Ägypten. Genau diese Form wird so bezeichnet. Aber auch eine 2D-Form des Dreiecks kann manchmal als Pyramide bezeichnet werden. Ein Beispiel, vielleicht hast du mal von der Bedürfnispyramide nach Maslow gehört. Die Bedürfnisse der Menschen, also ganz grundsätzliche Bedürfnisse, Essen, Sicherheit und so weiter. Und dann weiter nach oben, Selbstverwirklichung, Transzendenz und so weiter. Und hier können wir noch ein neues Wort lernen. Wenn ich das mache, dann heißt das etwas durchstreichen. Ich streiche das Wort durch. Man kann ein Wort nicht nur hervorheben oder durchstreichen, man kann es auch einklammern. Denn das hier heißt auf Deutsch die Klammer und das Verb dazu ist etwas einklammern. Und das war das Video von heute. Ich hoffe, es war interessant. Vielleicht gibt es noch eine zweite Folge von diesem Thema. Wenn du Fragen hast zum Deutschlernen, schreib es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.